Schau hinterher, schau hinterher. Encore une soldat, belle parmi les belles. Sieht das Weib Jägersleut, das da reitet in Anmut und Schönheit. Beneidenswerter Hengst, wir gern an deiner Stelle. Den Ton der Sieger Wir erleben hier mit tiefer Referenz eine komische Operproduktion, die eine neue Produktion von Herheim natürlich ist. Allerdings mit ganz klare, sehr verspielte, aber auch bedenklich machende Augenzwinkern und Referenzen zu der Geschichte dieses Werks in diesem Haus. So it was clear to us when we were planning our anniversary season of 70 years since Walter Felsenstein started and founded the Komische Oper. It was clear to us that it was very important that we found a way that we could honor the tradition of the past by also celebrating what is happening today. So we decided that we would take the two most famous and successful of all Felsenstein productions, Anatevka und Blaubart by Offenbach, and we would do new productions. The Anatevka production was directed by me and was premiered in December, and that was the most successful of all the Felsenstein productions, over 500 performances since the premiere. The second most successful production, and a sort of worldwide success because Anatevka didn't tour, but there's the second most successful production and the most internationally renowned production of Felsenstein's time here at the Komische Oper Berlin was his very famous production of Jacques Offenbach's masterpiece Blaubart, Barbe Bleue. Also für mich ist die Rolle deswegen so wichtig, weil ich habe in der Hochschule damals den Blaubart schon einmal gemacht, aber die Rolle vom König Popesche, weil ich bei einem Assistenten vom Felsenstein meinen szenischen Unterricht hatte. Und durch dieses Stück habe ich dann die Felsenstein-Methode auch kennengelernt. Also das konsequente Arbeiten mit Untertiteln, also Untertext, eben der Versuch, das Method Acting auf die Oper zu übertragen. Und es ist sehr spannend, dass das jetzt hier an der Komischen Oper neu interpretiert wird. Was ja immer wichtig ist, weil nach 50 Jahren, glaube ich, ist es an der Zeit. Aber alles im Geiste von Felsenstein. Music, movement, text, mythology, humor, satire, all these elements Felsenstein obviously loved, and his production was, an extraordinary and very important piece of music theatre. So when I was thinking about who we should get to do the new production of Barbe Bleue or Blaubart, there was only one person who I really wanted to come and do that, and that was Stefan Herheim. And I've been trying to get Stefan to come and do an operette here for a long, long time after this big success of his Xerxes production. And I said, so Stefan, you travel the world, you do all sorts of very big operas, you need to come and do an operetta. And he said, it's hard. I said, yes, they're the hardest things to do. And then when I told him about the idea of the Felsenstein season, he immediately said, well, why don't I do Barbe Bleue? And I said, fantastic. Ich gehe immer vom Scheitern eigentlich aus. Ich habe das Gefühl, nie einer Sache gerecht werden zu können, wenn ich das aus dieser ganz großen Perspektive historisch betrachten muss und Rezeptionsgeschichte schreiben muss. Rezeptionsgeschichte ist etwas, was ich einbinde in meine eigene Arbeit, die eine große Rolle spielt, auch für die Konzeptionen, die ich mit meinem Team bastle. Im Bewusstsein, dass man in einer sehr, sehr großen Tradition sich bewegt. Ja? Und dass es ein kulturgeschichtlich eine immense Last auch werden kann, sich mit diesen Materialien auseinanderzusetzen. Es gibt eine
eine Freude, eine Lust am Leben zu sein und das Gefühl, lebendig mit anderen Menschen ein Wir kommunizieren zu können. Also ich kenne die alte Felsenstein-Inszenierung nicht. Ich auch nicht, bloß die ganzen Kollegen erzählen mir immer davon. Und Ja, auch, stimmt. das Publikum, wenn wir aus anderen Produktionen kommen, die sich dann schon tierisch drauf freuen, wann ist es denn endlich soweit und wie sieht es denn aus, könnt ihr schon was dazu sagen? Und dann, ja, und das habe ich damals ganz oft gesehen und das war ein riesiger Erfolg an der Komischen Oper und hoffentlich wird das jetzt auch, aber da hat das schwer. Gucken wir mal. Ohne Publikum sind wir gar nichts. Und das muss ja im Zuschauer selbst eigentlich stattfinden, dieses Theater, was wir suggerieren oder was wir versuchen zu animieren, Anlass zu geben, tatsächlich mit den Ohren tatsächlich etwas zu sehen und mit den Augen etwas zu hören und uns zu transzendieren als Menschen in einem Kollektiv. Und dieses Bewusstsein muss man fördern und dann steht man auch nicht allein. Dann geht es auch nicht um mich und um mich als Regisseur allein. Es geht um uns und das Werk und das versuche ich zu transportieren. Stefan's music theatre has nothing to do with my music theatre, so it's very important that the audience see a different style, a different theatre vision, a different theatre Sprache, a different way of looking at the piece. And what Stefan will do with the operetta is very different from what I or from Stefan Huber did with Clivia. In our second season, it's very important that we show that operetta, like opera productions, there's a multitude of interpretations that is possible. Ihr hier versammelt seid, Bauern, Knechte und Vasallen, Ungeheures verkünd ich allen. Eine große und neue Zeit. Und stopp! Zu ihm! Ich hocke meiner Straß, uralter Stammmeister. Die Spitzdautorie, Chevalier Barteblau. Jetzt kommt der Applaus. Will die Vereinigung der Hütten umfahren. Und ganz blödes Gesicht. Darum ist es wohl das Beste, wenn ich dieses Schäfermädchen nehm zur Frau. Eine Bulotte, ja eine Bulotte. Gegen Bulotte ist Carmen eigentlich ein richtiges Mauerblümchen. Ich finde es toll an Bulotte, dass man hat endlich mal die Gelegenheit, also wirklich jeden auf der Bühne zu küssen. Jeden. Und es macht richtig Spaß. Wir haben eine Menge Spaß auf den Proben. Es ist eigentlich eine total durchsexualisierte Operette, aber das wäre so oberflächlich betrachtet. Letztendlich geht es auch um die Unmacht der Macht natürlich, aber es geht auch um Macht auf unterschiedlichsten Ebenen, nicht nur jetzt politisch von oben herab. Das Stück wurde ja geschrieben mit der Unterstützung des französischen Kaisers, das darf man nicht vergessen. Das ist also keine soziale Kritik von unten, sondern es geht wirklich eigentlich von oben herab und es ist ein Publikum, was über sich selbst letztendlich lachen muss, auf den Abgrund tanzen. Es geht ja weniger Jahre danach, dann endgültig ist es vorbei dann mit der französischen Monarchie. Und Offenbach macht sich natürlich darüber lustig, aber über Doppelmoral in jeglicher Hinsicht. Und die Ehe ist letztendlich hier, wird sozusagen als der Tod der Liebe, der freien Liebe und auch damit eigentlich das Ende eines Zeitalters heraufbeschworen. Ein paar Mal noch, bitte. Ein paar Mal noch. Schau einer an, Signorina Bollon. Schau einer an, Signor Alchemist. Was machst du denn da? Ach, nur ein paar Freiübungen vor dem Oh, was für ein fesches Mädel! Wäre sie nicht eine Rosenjungfrau? Kaum! Die Signorina Bollon hat ebenso viele Dornen wie Erfahrung in Verblühung. Doch dann kommt die Kandidatin für die Lotterie und mit ihnen das ganze Dorf.
noch versechsteres Stück gibt es ja eigentlich wenig. Es ist halt nur dann die Frage, wie genau das abläuft. Aber ich glaube, es ist sehr spannend gelöst. 1866, als Offenbach diese Opera Bouffe herausgebracht hat, waren wir auf einem bestimmten Höhepunkt in der Neudefinition von Weiblichkeit, in der Neudefinition von Sexualität und Erotik. Und das ist etwas, das man unbedingt internalisieren muss, wenn man es mit dieser Sexfarce zu tun hat. Denn genau das war das. Die Geschichte wurde geschrieben für Lebemänner, ein Publikum, das sich intellektuell und sexuell amüsieren wollte. Es war nicht der moralinsaure Mittelstand, für den Offenbach komponierte, sondern eine exzentrische, reiche, adlige, weltgewandte, kosmopolitische Form von Publikum, die es zu amüsieren galt. Und deshalb war es möglich, dass er eine Genreparodie über die große Oper geschrieben hat, in der dann tatsächlich die Geschichte und die ganze Situation, die große Oper en travestie macht. Gäbe man eine leicht andere Situation, etwas anderen Text, könnte dieses Werk tatsächlich ohne weitere Abstriche neben den ganz großen von Verdi, Wagner, Halévy, Grétry, Meyerbeer durchaus reüssieren. Und genau da liegt ein besonderer Witz da drin. Offenbach hat es verstanden, ein Werk zu schreiben, in dem er sein Publikum das Lachen über ihren eigenen Untergang abbringen kann. Und das ist natürlich eine Leistung, die es auch in unserer Version herauszukitzeln gilt. Was sagen Sie, Graf Oskar? Damit wäre ich vorsichtig, Eure Majestät. Zu viel Transzendenz tut nicht gut. Ja, zu viel Transaktion auch nicht. Es liegt ganz in Ihren Händen, Majestät. Aber immer diese Qual der Wahl. Es ist ein Kreuz. Ich empfinde gerade die Komödie als fast schwieriger, als wenn man jetzt eine große Tragödie spielt, weil alles Timing ist. Jeder einzelne Satz, jeder Gag muss genau gesetzt werden. Alle müssen miteinander spielen, alle müssen miteinander reagieren. Ja. Sonst läuft das nicht. Und dann noch der ganze Dialog. Das ist immer das, weil man natürlich doch ein bisschen freier ist, vielleicht manchmal auch ein bisschen improvisiert, dass man also als Kollege einfach auch wach sein muss. Was sagt gerade der Kollege? Sagt er wirklich den Text, den er eigentlich sagen sollte, oder sagt er doch irgendwas anderes? Und da dann darauf zu reagieren. Es gibt viele Übersetzungen inzwischen. Eigentlich muss jede Produktion sich eine Textfassung zurechtlegen. Das geht nicht anders. Wir haben nur festgestellt, indem wir sehr viel an diesen Dialogen auch drehen und machen und tun, muss auch stilistisch, sprachlich eine Konsequenz auch im Gesungenen gefunden werden. Und außerdem ist es auch im Gesungenen so viel Sprachwitz drin. Und mangels diese französischen Arten mit eben Oper und Klang und Nasalität, aber auch natürlich inhaltlich Witze zu ziehen, braucht man einen ganz eigenen Griff. Also man kann sich eigentlich gar nicht dieses Stück annähern in eine andere Sprache, ohne sich die Hände dreckig zu machen. Man verlässt ganz grundsätzlich das Original, um aber eigentlich das hervorzuheben, was das Original letztendlich so theatral und vermittlungsfreudig macht. Was in aller Welt ist das? Das ist das, was ich mitnehme. Einen Schäfer? Einen Schäfer. Ja doch! Aber ich muss doch bitten, Prinzessin. Ich nehme ihn mit. Einen gewöhnlichen Schäfer? Daphnis? Platz. Wenn es wenigstens ein Schaf wäre. Ein kleines, süßes Lämmlein mit rosa Schleimchen. Ja doch! Johannes' Lieblingsszene ist... Ja? Was ist denn meine Lieblingsszene? Okay, vielleicht ist es auch meine Lieblingsszene. Dann nähern wir uns jetzt der ganzen Sache schon mal. Am Ende meiner Arie singe ich eine sehr schöne, technisch sehr komplizierte Kadenz. Ein hohes S. Genau, am Schluss ein hohes S. Und zwar wird das ausgelöst durch Johannes Dunz vor mir kniend. Im Intimbereich. Im Intimbereich. Also man kann also sagen, es ist notwendig, mich an ihrer Seite zu haben, um die SS zu bringen. Genau. Nein, welches sie aber natürlich auch in den Proben ohne meine Hilfe mühelos schafft. Ja, und sozusagen das S als musikalischer Höhepunkt entspricht dann auch einem körperlichen Höhepunkt von Johannes Dunz, fachmännisch. Ja,
Super. Ausgelöst. Um jetzt zu meinem Höhepunkt von dem ganzen Stück zu kommen. Also ich finde mich ganz normal. So. Ich glaube, das ist doch eigentlich ganz normal. Man meuchelt so seine Frauen und das ist es dann. Also ich weiß jetzt nicht, wo da das Problem liegt. Mir droht der Tod. Dir droht der Tod. Oh, höchste Not. Dir droht der Tod. Dir droht der Tod. Dir droht der Tod. Der Tod. Die Zeit, in der das Ganze spielt, die 1860er, ist natürlich maßgeblich von Louis Napoleon geprägt, dem Kaiser, wo man die Männer der gehobenen Klasse mit Geliebten, mit Gespielinnen ausstaffiert hat. Die durften sich, mussten sich sexuell anderweitig vergnügen. Ehe war ganz bestimmt nicht dafür gedacht. Die Frauen hingegen hatten überhaupt keinen Anspruch auf Sexualität, wurden dabei aber dann zu Ärzten geschickt, die mit Wassermassagen, mit Handmassagen ihren einen sogenannten hysterischen Paroxysmus verschafft haben. Das ist eigentlich nur ein ziemlich aufwendiges Wort für Orgasmus, aber ideologisch interessant, dass ein hysterischer Paroxysmus dann ähnlich wie ein Fieber vor der Genesung eine Krise darstellt, durch die die Frau dann genesen soll. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass das Jahrzehnt der 1860er mit der Erfindung eines dampfbetriebenen Vibrators abgeschlossen wird. George Taylor entwickelt dann eine Massage mit einem dampfbetriebenen Apparat, der Frau dann tatsächlich eine Form von Erleichterung und Genuss verschaffen soll. Wohlgemerkt, das ist unsere heutige Interpretation. Damals galt es natürlich, die in Wallung geratene Gebärmutter wieder an die richtige Stelle zu rücken. Und dieses Prinzip, dass diese ganzen Erfindungen getätigt wurden, nicht um den Frauen etwas Gutes zu tun, sondern um den Männern die Arbeit zu erleichtern, spiegelt sich ja bis dahin, dass tatsächlich der elektrische Vibrator 10 Jahre vor dem elektrischen Staubsauger erfunden wurde, weil es den Männern viel wichtiger war, ihre Hände loszukriegen von dem, was sie zu verrichten hatten. Und das war mehr dann eben der hysterische Paroxysmus und nicht so sehr der saubere Fußboden. Die Komische Oper hat natürlich eine große Tradition, gerade als liegt einem schon im Namen. Opera Comique ist ja nicht komische Oper allein, das ist eine ganze Gattungsbezeichnung, der sozusagen eine Zwischenart das sammelt sehr viele Fäden von europäischen Traditionen und im gesprochenen Dialog mit gesungenen Arien und dieser Nummeroper-Prinzip wird da verfolgt. Carmen ist zum Beispiel eine der großen ersten Beispiele, wo die Komische Oper dann wiederum in sich revolutioniert wird durch eine Art ein Menschenbild, was da im Vordergrund tritt, wo es eben nicht mehr um die hohen Herren, nicht mehr um das Machtpotenzial einer hierarchischen Gesellschaft geht, sondern eigentlich plötzlich um das zwischenmenschliche Bedürfnis eins zu werden, was eine Unmöglichkeit darstellt. Von daher ist der Begriff Komische Oper ein sehr, sehr weiter. Und in diesem Haus kommt eigentlich dieser unglaubliche Horizont zusammen, aber geeint und sehr intensiviert durch den Anspruch, das Theater wirken zu lassen, also wirklich Musiktheater zu machen. Hier steht nicht Musik allein im Vordergrund, hier steht nicht das Wort allein, nicht die Sänger, nicht das repräsentative Bühnenbild, sondern hier geht es tatsächlich um die große Dynamik und den Glauben im Kollektiv an eine Kunstform, die sich selbst nie genug sein darf oder kann. Und das merkt man zum Beispiel hier in einer unglaublich faszinierenden Art und Weise für einen Regisseur in der Arbeit, im Umgang zum Beispiel mit dem Chor, der einfach Phänomenales anbietet und mit einer Kraft, Energie, einer Konzentration und einer Lust an der Arbeit herangeht, die entzückend ist.
Kreis und raus. Dankeschön. Sehr schön. Es gibt so viele wunderbare Momente. Es spitzt sich immer wieder zu und das ist so phänomenal, weil es kommt plötzlich so, es schraubt sich handlungstechnisch etwas herauf und das muss nicht unbedingt so wahnsinnig inspiriert, musikalisiert sein, aber plötzlich dann platzt etwas hervor und du hast das Gefühl, du bist mitten in einer Verdi-Oper oder mitten bei Lohengrin, bei Wagner oder bei Meyerbeers, L'Africain oder einer dieser ganz großen pathetischen Gesten, wo der ganze Chor sich so Boden wirft und verzweifelt und wo man denkt, man ist mittendrin in der erhabensten Tragödie schlechthin und 2 Sekunden später geht ein anderes Licht an und alles wird zusammengeschmunzelt, sozusagen, als wäre nichts gewesen. Das ist eigentlich Feinschmeckertheater, diese Offenbach. Ich bin watteblau, ist watteblau, das reibt sich auf Frau, das reibt sich auf Frau, watteblau, watteblau, ist auch französisch Wappen. C'est come stato le matin avec sa frite et la pelle et nous errons dans ces jardins et nous errons dans ces jardins. Ich bin frei, du bist frei, oh wie süß diese Stunden in den zwei. Dieses Paradies und kommt immer lebt man sich in der Natur, Frühling macht alles Neue, ich verschnüre eine Lust in der Brust, lass uns küssen, lass uns leben. weil es gibt so verliebt und kein Paar wie uns hier nieder, wie im Heim, ganz allein. Dieses Blut und voll Blut, meine Untätigkeit hat jetzt den Nach der Pause wird es gruselig. Wir gehen ins Kellerkabinett, wo der Alchemist Popolani eben die Frauen Blaubarts umbringt auf sein Kommando. Da wird Gifte gerührt und hier kommt jetzt Bolot irgendwie rein und muss eben wird mit der Tatsache konfrontiert, dass sie die 6. ist in der Reihe. Aber dann entweist sich ja das Ganze mal wieder als eine große Illusion. Also da steht überhaupt nichts wirklich dahinter. Es ist niemand frei, sondern eigentlich sind wir im Puff von Popolani. Er kümmert sich um diese 6 Frauen dann letztendlich, die er da im Keller sitzen hat und füttert sie und muss ihre Lüste auch stellen. Und er ist inzwischen ziemlich müde. 6 sind viel, vor allem wenn die 6. auch noch Bolot ist obendrauf, die ja, wie wir gesehen haben, einiges zu bieten hat und einiges fordert vom Manne. Gott sei Dank. Und dann geht es weiter wieder auf dem Schloss. Und jetzt haben wir quasi 3 Orgien schon erlebt. Und alle gute Sachen sind 3. Beim 3. Mal geht es aber nicht in der libertinen, freien, großen, leidenschaftlichen Liebe, sondern in die Ehe. Da werden alle quasi zwangsverheiratet, damit das Ganze geregelt und geordnet sein Ende findet. Und damit hat ja eigentlich, wenn man so will, der Tod gewonnen, trotz allem, obwohl er die ganze Zeit überlistet wurde durch das ganze Stück hindurch.